Wow, wie die Leute hier leben, das ist so krass, ey. Ich weiß gar nicht, ob man da reinfilmen darf, aber vielleicht fragen wir einfach mal. Und schauen wir mal, immer mit Respekt, ne? Das ist immer ganz wichtig. Also hier sieht es schon anders aus, ne? Weil das ist hier unter der Brücke. Und schaut euch mal diese Häuser da an. Also, boah, aber der Geruch ist hier so krass, Mann, ey. Man kann sich das echt kaum reinziehen. Und überleg mal, weiß nicht, gewöhnt man sich an sowas? Überleg mal, dort ist euer Garten. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man hier den Geruch ertragen kann, ja? Das Ding direkt in die Nase rein. Wir sind jetzt hier in Slum Area auf Bangkok und die sagen ja, geht nicht nachts hin und bringt auch keine Wertsachen. Wir haben die Leica mit, 6.000 € und wollen natürlich auch ein paar coole Fotos machen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier drin so passiert. Wir überzeugen uns einfach mal selber. Steven? Yes, sir. Sag, say something in German. Something in German? Yeah. Ich mag den Scheiß. Ayo, who are you? Any what? Oh! This is Thai whiskey? No. Oh wow. That's pretty good. Yeah! Oh, sawai. Kapun. This is nice, yeah. Are you cooking? Okay, ein paar Fakten hier über die Slums hier in Bangkok. 1950 kamen viele Migranten nach Bangkok, weil die billige Arbeitskräfte benötigen. Und die ganzen Migranten, die waren aber selber verantwortlich für ihre eigenen Häuser, also wo sie quasi lebten. Und die haben dann versucht, dann irgendwo einfach ihre Häuser zu bauen, aber ja, die Regierung hat die überall rausgekickt quasi, bis sie sich angefangen haben, hier ihre Häuser aufzubauen. Warum? Weil das Land, das wollte keiner hier haben. Ne? Das ist ja alles hier überflutet. Die haben quasi ihre Häuser alle auf Stelzen gebaut. Und das war echt einfach nicht interessant, dieses Land. Also so entstand diese ganze Community hier und ja, dauert bis heute an. Also die Leute, die zahlen dafür auch keine Miete oder irgendwelche, haben keine Kosten dafür, dass ihr Haus hier ist. Und so leben die ganzen Leute bis heute hier, ja, quasi zusammen mit der City, die im Hintergrund wächst. Ja, da habt ihr die ganzen Hochhäuser und es ist krass, wie kontrastreich einfach Bangkok ist. Ja. Ich zeige euch jetzt mal, wie eine Familie hier in den Slums lebt. Also es ist natürlich sehr eng auf eng und wie ihr seht, wenn man spült, läuft alles auch ungefiltert direkt in den Fluss und mit der Toilette ist das ähnlich. Die haben hier verschiedene Kochutensilien, das ist hier die Waschmaschine und alles ist natürlich ja, sehr zusammengepresst, sage ich mal. Hier ist zum Beispiel auch ein Bett, wo die Dame schläft und oben hat man auch noch weitere Schlafmöglichkeiten. Hier leben 8 Personen insgesamt. Und ja, das ist genau das Pärchen, die leben hier in Bangkok mittlerweile seit 35 Jahren und die haben damals das Land gekauft für 50.000 Baht. Das entspricht heutzutage ungefähr 1.320 € oder 1.400 $. Und ähnlich wie andere Familien, die haben damals nochmal 300.000 Baht in die Hand genommen, um das Haus zu errichten. Und heutzutage haben die keine weiteren Kosten mehr, außer Elektrizität und Wasser, ca. 3.000 Baht. Let's find out. I think it's even here. Shall Oh we? yeah, it's this one. Let's go into. Oh. How you feel? We'll, if we get lost, we'll just walk in a straight line. Honestly, this reminds me of the slums in India quite heavily. I didn't know Bangkok had this level of poverty. Especially considering being downtown, you see kind of the nice, wealthy parts of the city. Ja. So, das sind so die Tiere, die man hier übrigens entdeckt. Guckt euch das mal an. Das ist einfach mal ein Lizard. Ja? Der ist aber ein kleiner. Auch so ein bisschen in grün, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, die seht ihr hier oft in Bangkok. Ne? Ich habe schon mal einen gesehen, wie ein Hund den verfolgt. Ja, aber es ist krass, guckt euch mal an, wie viel Müll hier rumliegt. Das verstehe ich nicht, das ist so heftig. I don't know. Ist auch heftig, wie die Häuser hier zusammengebaut haben. Ne? Also, und das ist ja ein bisschen bunter hier, das sieht ja schon gut aus. Aber wie klein die auch sind, ne? Und hier leben die. Hier haben die, glaube ich, auch sogar eine Adresse. Komm mal her. Ja. Parang, ja. Es wird langsam dunkel. Das heißt, wir sind gleich in den Slums bei Dunkelheit. Here's the nice thing about these slums. Full 5G signal. 5G-Empfang hier in den Slums, ja. Nicht wie in München, Edge, sondern, das ist aber die Crap, sondern 5G hier. Also einen Besuch hier in den Slums von Bangkok kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Hier leben mehr als 100.000 Leute, ja, zusammengepfercht in ihren selbstgebauten Hütten und es ist einfach mal ein anderes Bangkok. Ne? Man kann echt auch hier mit den Leuten gut connecten und sehen, dass sie eigentlich ein ganz normales Leben führen, aber halt in anderen Lebenskonditionen, als man das vielleicht
gewohnt ist in Deutschland oder woanders im Westen. Also da ist die fette iPhone-Werbung und hier sind quasi die Häuser, wo ihr gerade den Garten zum Fluss hingesehen habt. Ja, ist wahrscheinlich nicht so ganz die Zielgruppe. Also so richtig verstehen kann ich das nicht, wie man hier inmitten des ganzen Mülls leben kann. Man kann das doch zumindest aufräumen. Das Essen ist auf jeden Fall frisch, immer eine Erfahrung wert mit den Locals was zu essen. Mir ist noch nie was in Thailand passiert. Und wenn ihr mal wissen möchtet, wie die Leute hier im Slum ihr Geld verdienen, dann habe ich ja auch ein trauriges Beispiel. Diesen Hahn, den ihr seht, ja, das ist ein Kampfhahn. Exercise. For fight? Ah. Wow. Wow. So basically, I'm not a fan of this, and the people should not really do this to the animals. You guys know I'm the biggest animal lover. So what they are doing basically is, chicken fights. So he's training his chicken, and this is a champion chicken. So he won already 5 times, means he killed already 5 chicken, and he get 1 million baht for that. Also für mich ist das echt interessant hier zu sehen, wie die Menschen ihre Häuser zusammengebastelt haben. Denn als Kind, als wir von Polen nach Deutschland gezogen sind und ein neues Haus gebaut haben, hatten wir eine Baustelle auch viel Material und haben als Kids immer auch selbst Hütten gebaut. Aber die sahen irgendwie besser aus als die hier. Also es ist schon echt erstaunlich, wie die Menschen hier leben, ja. Und wie gesagt, ich könnte es nicht zwischen dem ganzen Müll. Ich finde es einfach nur krass. Schaut es euch an. Wir haben jetzt ihm die Frage gestellt, was mag er hier zu leben? Also was gefällt ihm daran, hier zu leben? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die haben hier eine Gemeinschaft. Also die kochen zusammen, die sitzen zusammen und das hält die Leute wirklich stark zusammen. Und macht sie auch glücklich, ja. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach das Gemeinsame im Leben, ja. So now we arrived here at the Klong Toy Market. Let me show you the market life here in Thailand. Und wenn ihr noch einen kleinen Schock haben möchtet, dann sehr empfehlenswert der Frisch Market hier. Hier seht ihr Sachen, die ihr in Europa so nicht seht, sicherlich. Braucht man schon starke Nerven, aber natürlich auch nette Menschen. Ja, zusammengefasst, auf jeden Fall empfehlungswert, ne? Mal sich das andere Bangkok anzuschauen, nicht immer nur das, was alle anderen Touristen sehen, sondern auch mal so die andere Seite da reinzuschnuppern, wenn man das so sagen kann. Bangkok ist echt ein Kontrasterlebnis, ja, so wie das Leben auch sein sollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bleibt gerne hier mit auf meinem Kanal, denn in den nächsten Tagen, Wochen wird es noch sehr, sehr viel Content geben hier aus Asien. Also, schöne Grüße und bis dann.